Jo Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen und weiteren Teil Spooky WhatsApp-Chats, die du niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest. Tut es nicht, denn es ist wieder Gänsehaut pur. Auf jeden Fall für alle, die sich trotzdem trauen, schnappt euch unbedingt eine Grandma-Check-Decke und macht mit mir zusammen den Grandma-Check, denn ihr werdet ihn garantiert brauchen. Oder, falls euch zu warm ist, schnappt euch einen Ventilator, aber keine Garantie, dass das funktioniert, Leute. Lasst mich unbedingt wissen mit einem Daumen nach oben, ob ihr auch noch einen weiteren Teil mit Spooky-Videos sehen wollt, die man niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen sollte. Bei 7000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid, dann gucken wir uns die zusammen an, damit das keiner alleine machen muss. Und passend zum Thema jetzt, schreibt mir eure Ferien-Spooky-Stories in die Kommentare. Egal ob Sommerferien, Osterferien, Herbstferien, whatever. Eure Ferien-Spooky-Stories. Habt ihr irgendwas mal in den Ferien erlebt, was so merkwürdig war? Und ihr könnt es euch bis heute nicht erklären, dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Und wenn ihr neu seid, das gerne Abo da, aktiviert die Glocke und let's go! Kommen wir zum ersten WhatsApp-Chat. Ich habe mich im Zimmer jetzt eingesperrt. Es ist 22:27 Uhr, also ziemlich spät. Fragezeichen, alles gut? Ich habe selber keine Ahnung, worum es geht, aber mal gucken, was jetzt kommt. Weil das ist mal ein Anfang. Mama rief mich gerade aus dem Wohnzimmer. Dabei ist sie nicht mal zu Hause. Wer ruft dann? Ich weiß es nicht. Sie hat die Stimme wie meine Mutter. Aber ich habe sie gerade angeschrieben und sie sagte, sie kommt sofort. Sie wäre eigentlich noch bei der Nachbarin. Wie kann sie dieselbe Stimme haben? Was? Wer ist da? Das gibt mir so Coraline-Vibes. Leute, eine Fake-Mutter oder ein Skinwalker. Die können angeblich auch irgendwie deine eigene Stimme imitieren und so. Ich weiß nicht, glaubt ihr an sowas oder eher nicht? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Findet ihr Skinwalker, das ist nur ein Mythos, oder findet ihr das irgendwie was Wahres dran? Oder hattet ihr selbst mal ein Erlebnis damit? Ich hoffe natürlich nicht, aber lasst es mich mal gerne wissen, weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ich stelle mir es so gruselig vor, weil zum Glück war ich noch nie in dieser Situation. Guck dir mal ganz genau das Selfie von Grad an. Was soll da sein? Ich zoome nicht voll auf deine Poren. Keine Sorge. Oh mein Gott. Nein, zoom ins Fenster. Steht da wer? Sieht so aus, ey. Was? Da ist wirklich etwas? Ich habe das Bild allein gemacht, ne? Hält da jemand ein Handy mit genau deinem Bild? Oh mein Gott, wieso fiel mir das nicht auf? Aber warte, wie kann das? Das ist unmöglich. Du wohnst im 4. Stock? Wenn du keine Nachbarn hast und im 4. Stock wohnst, dann würde es mir Angst machen. Weil wer war da bitte in deinem Fenster? Oder heißt das, jemand war in deinem Zimmer, hat sich in dem Fenster da gespiegelt, war wahrscheinlich vor dir, aber du hast die Person niemals gesehen in Real Life? Alles daran ist gruselig. Oh mein Gott, ich hätte so Angst. Ich hätte so Angst. Ich finde das mega creepy. Wer auch? Wie bekomme ich das Teil aus? Mein Fernseher hat sich von selbst eingeschaltet und ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Bitte was? Update? Nein, es zeigt nur Schnee und es geht halt nicht aus. Kaputt, zieh halt den Stecker und gut ist. Da scheint wohl jemand genervt zu sein. Aber ist echt so, warum ziehst du nicht den Stecker? Warte, ich habe ihn schon gezogen. Das ist ja das Problem. Und nicht nur das, er läuft weiter und ich sehe ein Gesicht darin. Ganz leicht. Warte, ich schicke Bild. Und sag mir bitte, du siehst es auch. Wo ist das Bild? Wir wollen das Bild sehen. Nein! Es ist kein Bild zu sehen. Ich hätte es so gerne gesehen, weil ich würde gerne wissen, ob das tatsächlich ein Gesicht zu sehen ist. Aber voll komisch, wie kann der Fernseher noch weiterlaufen, wenn der Stecker gezogen ist? Es ist schon wieder ein bisschen spät am Abend, bzw. Nacht ja schon. Das ist ja eher schon Nachtzeit. Also Zufall, ich glaube nicht. Aber ja, sehr merkwürdig. Alter, dann siehst du auch noch ein Gesicht da drin. Wahrscheinlich meint sie dieses Flimmern. Oh, nee. So gruselig. Ich habe Angst. Was soll ich tun? Okay, das ist mal ein Anfang. Es ist 23:06 Uhr, also auch schon wieder sehr spät. Wie? Was los? Mein Schrank hat sich bewegt. Was? Nein. Schlimmster Albtraum. Vielleicht zieht Luft durch. Es hat jemand gehustet. What the? Dann mach ihn auf. Was? Mach ihn nicht auf. Oder vielleicht doch? Oder nicht? Keine Ahnung. Ich hab's versucht, aber es geht nicht. Es klopft von innen. Und dann endet es. Komisch, dass es irgendwie nicht aufgeht, ne? Aber es klopft von innen. Also eigentlich will der ja etwas, dass du es aufmachst. Aber warum ist es dann verschlossen? Warum ist dein Schrank von innen verschlossen? Voll unheimlich. Hat euer Schrank ein Schloss oder hat das so Schiebetüren oder sowas normal zum Aufmachen? Lasst es mich mal gerne wissen. Weil stellt euch mal vor, oh mein Gott, ein Schrank mit Schloss. Ich will es nicht haben. Ich will es nicht haben. Wieso hätte überhaupt ein Schrank ein Schloss? Keine Ahnung, aber alles daran ist so gruselig. Oh nee. Leute, ich sehe hier 3 Uhr und Labubu. Bitte was? Du kennst Labubus, oder? Es ist
Punkt 3 Uhr. Also wirklich auf die Minute genau. Kein Plan, mal gehört. Sind das so Kuscheltiere? Was kommst du um 3 Uhr damit an? Wollt grad pennen. Ja, so eine Art. Jedenfalls meiner bewegt sich. Zufall? Ich glaube nicht. Leute, kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie, von selbst oder was? Ich hatte ihn in der Küche stehen und plötzlich war der neben meinem Bett. Digga, was? Leute, no way. Und irgendwie grinst der breiter als gestern. Und ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber was ich mir definitiv einbilde, ist das Bild hier, was auf meinem Handy war und kein Plan, wie das darauf kam. Hä? Was für ein Bild und... Was? Definitiv ein Bild. Es klingt ein bisschen falsch, aber mal gucken. Leute, guckt euch den Labubu an! Digga, das hast du dir nicht eingebildet. Auf gar keinen Fall. Wenn das plötzlich auf deinem Handy war und du weißt nicht, wie es drauf kam. Und du hast es der Person gerade geschickt. Das ist nicht eingebildet. Das ist Fakt, dass das auf deinem Handy ist. Sonst hättest du es nicht schicken können. Ich glaube, die Person hat sich vertippt, weil die so aufgeregt war. Aber wäre ich auch. Weil, Leute, so viel passiert da. Creepy. Jetzt, was? Jetzt hat es gekichert? Das ist wie bei mir, Leute. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr das. Zufall? Ich glaube nicht. Dämon weiche von mir. Das ist gruselig. Ich gucke mal auf seine Augen an. Ich habe das Gefühl, je länger man darauf guckt, umso mehr leuchten die. Kann das sein? Weißt du, was voll Merkwürdiges ist passiert? Was denn? Ich habe eine Sprachmemo an Olivia aufgenommen und ich sagte, bin gleich da. Hab's einfach nochmal abgespielt, aber hörte im Hintergrund ein, ich weiß. Olivia hat's auch gehört. War jemand hinter dir und hat sich einen Spaß erlaubt? Nein, da war niemand. Das Einzige, woran ich genau in dem Augenblick vorbeilief, war ein Friedhof. Warte, ich leite jetzt mal weiter und hör genau hin. Du bist genau da an einem Friedhof vorbeigelaufen. Ich glaube da nicht mal an Zufälle, Leute. Wirklich nicht. Das kann nicht sein. Du wirst mir niemals glauben. Hä, was? Wieso nicht? Was ist denn los? Okay, wenn du gleich so anfängst, was ist das bitte für eine Freundschaft? Ich habe gerade einen richtig seltsamen Anruf bekommen. Es war so wirr, es machte nicht mal Sinn. Irgendwas mit, ich will nicht hier sein. Jonas, wo bist du? Und so weiter. Falsche Nummer gewählt oder so. Ich habe auch aufgelegt, aber jetzt steht da ein Datum neben dem Anruf in meiner Liste. Was? 18.06.2000. Das geht doch gar nicht. Glitch in der Matrix oder was? Okay, das heißt, der Anruf fand in der Vergangenheit statt und hat jemand dich aus der Vergangenheit angerufen oder was? Das ist richtig gruselig. Nein. Und vor allem, wenn das auch noch so wirr ist. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, warum da 18.06.2000 stehen sollte. Also das ist so mysteriös. Hilfe, meine Schlaf-App macht mir Angst. Es ist 8:40 Uhr. Ich glaube, da ist jemand gerade erst wach geworden und ist irgendwie geschockt. Why? Schläfst zu wenig? Wusste ich doch. Nein, es hat Geräusche aufgenommen. Schritte und Flüstern. Vielleicht geträumt oder schlafwandelst du? Ich habe geschlafen. Meine App sagt, Geräusche kamen um 3:12 Uhr. Leute, wieder 3 Uhr. Hab's abgespielt und höre ein leises Hallo Bastian raus. Klingt wie so ein gruseliger Geist, aber ganz leise. Okay, ich übernachte nicht mehr bei euch. Was? Das ist das Einzige, was du dazu sagst? Toller Freund. Wirklich jetzt. Ich meine, ich habe schon mal von anderen gehört und das auch gesehen, dass die auch so eine Schlaf-App hatten, aber dann hat das irgendwie so Schnarchen zum Beispiel aufgenommen. Aber wenn du das auf einmal hörst, so Schritte und... Oh nee. Ich glaube, ich würde nicht gerne wissen, was ich für Geräusche im Schlaf mache. Ehrlich jetzt, auch wenn es nur ein Schnarchen sein sollte oder so. Ich will es nicht wissen. Nee, ich hätte Angst, dass plötzlich dann sowas da ist. Und das will ich nicht hören. Dann könnte ich nie wieder schlafen. Nie wieder. Ich habe Omas alte Tagebuch gefunden. Ich grusel mich. Normal ist das nicht mehr. Okay, jetzt bin ich gespannt. So ein Chat hatten wir auch noch nie. Omas Tagebuch? Was soll da bitte gruselig sein? Ist doch cool. Was steht drin? Nein. Anfangs war alles normal und dann kam eine Seite, wo nur stand, es wacht auf, wenn du das hier liest. Wie? Ja, aber nicht nur das, sondern danach sind die Seiten nur mit meinem Namen bekritzelt und zu dem Zeitpunkt war ich nicht mal auf der Welt. Wie geht das? Ich weiß selbst nicht, aber ich glaube, ich hätte es nicht lesen sollen. Ja, eigentlich solltest du sowieso nicht in fremden Tagebüchern rumschnüffeln. Aber genau, da steht, es wacht auf, wenn du das hier liest. Und dann siehst du plötzlich deinen Namen. Ist es doch noch Zufall, dass du denselben Namen hast? Hast du aus einem bestimmten Grund den Namen bekommen? Aber ja, das wird mir alles ein bisschen viel Angst machen. Ich bin auf deiner Seite. Oh mein Gott, diesmal haben wir einen Punkt 0 Uhr Chat, also Mitternacht Geisterstunde. Ich war gerade im Bad und habe mich im Spiegel gesehen. Hä? Ist doch normal. Wen sollst du sonst sehen als dich selbst? Nein, ich habe gewinkt. Mein Spiegelbild aber nicht.
Hör auf. Es hat mich nur angestarrt und dann gelächelt. Vielleicht bist du einfach müde. Guck mal, wie spät. Nein, bin gerade raus und die Badezimmertür hat sich von selbst hinter mir abgeschlossen, Mann. Okay, ich hoffe nicht, dass die Person alleine zu Hause ist. Ja, an so verfluchte Spiegel glaube ich ja. Ich stelle mir das so creepy vor. Die Badezimmertür geht von selbst zu und schließt sich ab. Wie wäre es mit aus dem Haus gehen? Das ist, glaube ich, das Einzige, was du machen könntest. Geh zu deinem Freund oder deiner Freundin. Ich glaube, besser ist. Bester Abschluss ever. Richtig unheimlich. Lasst mich unbedingt wissen, ob ihr auch noch ein Spooky-Video teilen wollt. Mit einem Daumen nach oben, darüber würde ich mich mega freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!